Mit Dehancer kann ich in DaVinci Resolve sehr einfach Filmemulationen erzeugen. Das heißt, ich kann mein digitales Footage, was ich erzeuge mit meiner entsprechenden Kamera, sehr schnell und sehr einfach wie Film aussehen lassen. Für alle, die sich mit DaVinci auskennen, normalerweise hat man sehr viele Nodes, mit denen man arbeitet. Man hat also quasi hier so eine Arbeitsebene, da bearbeitet man bei dem Bild dann zum Beispiel Kontrast oder so und kann dann immer neue Nodes hinzufügen, um weiter zu bearbeiten. Dehancer ist quasi ein Plugin, was ganz, ganz viele Funktionen kombiniert. Ich zeige euch jetzt gleich einmal, wie das funktioniert und gehe das mal mit euch durch. Ich habe von Dehancer das Plugin zur Verfügung gestellt bekommen. Im Gegenzug dazu mache ich ein kleines Video dazu, was Dehancer vorher aber nicht sieht. Ganz kurz zusammengefasst kann man eigentlich sagen, es gibt bei Dehancer 11 Funktionen. Darunter sind noch ein paar andere Funktionen, die aber jetzt für uns nicht essentiell sind, mit denen man arbeitet. Zuallererst gibt es den Input. Da stelle ich quasi ein, in was für einem Farbprofil ich arbeite oder mit was für einer Kamera ich arbeite. Hier habe ich das jetzt so gemacht, dass ich eben meine Kamera ausgewählt habe. Unter Choose Camera habe ich gesagt, das ist die Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K, auf der ich das gedreht habe, mit dem Farblook Film. Und hier kann ich dann so einzelne Kleinigkeiten noch einstellen, wie die Belichtungskompensation, Temperaturkompensation, eigentlich das, was wir sonst auch kennen. Wir können die White Balance noch ein bisschen shiften, können die Helligkeit noch ein bisschen shiften, Tint und so weiter. Dann gibt es die Filmoption, das ist für uns die interessanteste Funktion. Da kann man unter all den Filmemulationen auswählen, die uns zur Verfügung stehen. Da haben wir so ganz klassische Dinge, ganz klassische Filmstocks wie Cinestill 50D, Cinestill 80T drin oder auch Fujicolor C200. Die Sachen, die auch viele kennen, sind natürlich Ilford HP5, also die Schwarz-Weiß-Filme, die werden hier emuliert. Oder zum Beispiel ein Kodak Portra 800. Einer der Looks, den ich sehr angenehm finde. Und man kann hier unter diesem Profil dann noch den Push und Pull schieben. Diese Funktion steht quasi dafür, wie auch in einem normalen Filmentwicklungslabor kann man natürlich einen Film überlang entwickeln oder extrem kurz entwickeln oder eben mit der angegebenen Zeit entwickeln. Dieses Push-Pull ist eben genau das. Also wollen wir den Film kurz entwickelt haben oder wollen wir den Film sehr lange entwickelt haben, um dann mehr diesen Effekt zu haben. Dann haben wir den Expand, der hilft einem immer dabei, nochmal ein bisschen bei den schwärzen oder bei den hellen Punkten nochmal ein bisschen nachzupushen oder wegzunehmen. Den Print, ich persönlich nehme da immer den Linear und stelle mir dann nochmal Helligkeit, die Kontraste der Farben ein. Man kann aber auch sehr gut zum Beispiel Kodak Glossy Paper nehmen. Da müsste man dann die Einstellungen ein bisschen umstellen. Das ist alles absolut Geschmackssache. Genau, bei mir ist es jetzt gerade der Linear. Der Color Head, den benutze ich nicht so wirklich, aber hier kann man quasi noch einstellen, wie viel Farbe von zum Beispiel Gelb oder Blau jetzt überwiegt und das für die jeweiligen Farben. Für mich noch sehr interessant ist auf jeden Fall der Filmgrain, den man dazu schalten kann. Was bei dem Filmgrain sehr interessant ist, ist eben, dass nicht Grain einfach über das Footage gelegt wird, so wie wir das kennen mit normalen Overlays, sondern es ist so, dass der Filmgrain, der hier benutzt wird, quasi das Bild neu aufbaut. Also das Bild wird mit diesem Grain erzeugt und eben nicht einfach drüber geklatscht, sondern wenn man sich das dann anguckt, sieht man auch sehr genau, dass das Bild quasi ein bisschen unschärfer wird mit dem Filmgrain, weil eben die Details verloren gehen, dadurch, dass man den Grain hinzufügt, weil diese ganzen Körner quasi das Bild nachzeichnen. So, wir lassen den Filmgrain jetzt auch erstmal aus und kümmern uns um das Thema Halation. Halation
ist eine Funktion. Normalerweise ist es eigentlich sowas wie ein Bildfehler beim Film. Wenn man mit analogem Film arbeitet, gibt es eben diese Fehler, dass in den Highlights, wenn die zu überbelichtet sind, wir quasi einen roten Rand bekommen, der sich da ergibt. Also hier sieht man das ganz gut auch im Gesicht zum Beispiel, wie hier diese roten Ränder durch die Halation erzeugt werden, oder auch hier hinten an den Blättern sieht man das ganz gut. Und das ist ein Effekt, der heutzutage als sehr schön empfunden wird oder den viele Leute mögen. Ich finde den auch sehr cool. Mit Halation kann man eben das Bild deutlich analoger werden lassen. Machen wir auch erstmal aus. Bloom ist quasi die Funktion, dass wir die Highlights, die wir haben, noch mal ein bisschen weicher werden lassen können, ein bisschen scheinen lassen. Wenn ich das jetzt mal anmache, können wir mal an-aus machen hier, dann sieht man, dass die Highlights einfach insgesamt noch mal ein bisschen gepusht werden, ein bisschen heller werden, ein bisschen weicher werden und sich auch so einen leichten Schein erzeugen. Das kann man sowohl analog als auch digital erzeugen. Analog wäre das, wenn man einen Black Pro-Mist-Filter vor die Optik schraubt oder allgemein einen Mist-Filter, der eben insgesamt die Highlights so ein bisschen ausblauen lässt oder ein bisschen weicher werden lässt. Und dann gibt es noch die Vignette. Ich glaube, da wissen wir alle, was das ist. Die kann ich einmal anmachen. Können wir quasi natürlich ganz klassisch eine Vignette zum Bild hinzufügen oder quasi auch bei stark vignettierenden Optiken die Vignette wieder entfernen. Bei der Funktion Film Breath ist es so, dass Farben in dem Bild leicht variieren, so wie wir das beim analogen Film auch haben. Du hast nicht immer stetig genau die gleichen Farben, sondern es variiert immer so ein bisschen, geht mal hoch, geht mal runter. Und beim Gate Weave ist es quasi das Wackeln des Films. Wir haben beim analogen Film, wenn wir drehen, den Film, der sich in der Kassette durch die Kamera dreht und dabei auch leicht bewegt. Das heißt, wir haben immer leichte Ruckler drin. Das kann man mit dem Gate Weave aktivieren. Genau, das sind eigentlich alle Funktionen bei Dehancer. Und insgesamt finde ich es halt extrem cool, wie schnell man einfach diesen überdigitalisierten Look von der Blackmagic verliert und durch leichte Effekte wie Bloom, Halation, Filmgrain einfach sehr schnell ein sehr griffiges Bild bekommt und durch unsere mega coolen Filmemulationen einfach auch Farben erschafft, wofür man früher extrem lange und extrem viel arbeiten musste. Also bevor ich Dehancer hatte, habe ich das alles halt immer selbst in DaVinci gemacht und es hat ewig lange gedauert, bis ich quasi diese Farben erschaffen habe, die ich gerne haben wollte. Hier mit der Funktion, mit Dehancer, ist es so leicht, dahin zu kommen, wo man möchte, mit den analogen Farben, mit dem analogen Look. Ich persönlich mag den gerade extrem gerne. Genau, das ist ein Plugin für knapp 400 €, was einem wirklich, wirklich das Leben erleichtert. Das muss ich wirklich sagen. Hier und da war es für mich ein bisschen schwierig, die richtigen Color-Inputs zu finden. Für meine Red zum Beispiel, Red Scarlett W5K, ist jetzt noch nicht drin in diesem Choose Camera. Da muss man sich das dann selber erarbeiten. Hier über Rec 709 oder Rec 2020 sich dahin arbeiten, was für eine Color Science die Kamera hat und dass Dehancer das dann auch entsprechend umsetzt. Die Farben, die da rauskommen und das Footage, was ich damit erzeugen kann, sehen wirklich extrem gut aus und ich bin super glücklich darüber, dass es sowas wie Dehancer gibt. Da habe ich sehr lange nach gesucht und freue mich, dass es jetzt so einfach ist, analogen Film quasi nachzubauen.